Regensburg fließen die Flüsse Naab und Regen in die Donau. Die ersten Siedlungen entstehen hier vor 7000 Jahren. Der älteste keltische Name der Ansiedlung ist Radersbrona. In Donaustauf entsteht schon 500 v. Chr. Eine Befestigung anstelle der heutigen Burgruine. Vor fast 2000 Jahren entsteht am Ort des Doms ein römischer Beobachtungsposten. Kaiser Marcus Aurelius errichtet hier ein Lager namens Castra Regina. Das Jahr 179 gilt als Gründungsjahr der Stadt. Die neue Stadt liegt am Limes, der Nordgrenze des Römischen Reichs. 479 zerfällt das Weströmische Reich. Die Stadt ist nun eine gut geschützte zivile Siedlung. Die bayerischen Herzöge, damals noch Bajuwaren genannt, machen Castra Regina zu ihrer Hauptstadt. Nun heißt der Ort Reganisburg. / 739 wird die Stadt zum Bistum, eines der ältesten Bistümer in Deutschland. Im Mittelalter blüht Regensburg auf und wird zu einer der wichtigsten und zur größten Stadt des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Regensburg ist ein Knotenpunkt des Handels im Hochmittelalter. Bis heute demonstrieren die Geschlechtertürme der reichsten Bürger vom mittelalterlichen Wohlstand der Stadt. Für den Handel wurde bis 1146 auch die Steinerne Brücke gebaut. Der Bau der 336 Meter langen Brücke dauerte 11 Jahre und gilt als mittelalterliches Bauwunder. Bei der Fertigstellung ist sie der einzige Donauübergang zwischen Ulm und Wien. Wohl auch deshalb starten von Regensburg aus 3 der Kreuzzüge ins Heilige Land. Heute ist sie die älteste noch bestehende Brücke in Deutschland. Unter Kaiser Friedrich II. Wird die Stadt 1245 zur Freien Reichsstadt und hat damit das Recht, sich selbst zu verwalten. 1275 beginnt der Bau des heutigen Regensburger Doms, nachdem dessen Vorgänger infolge von Bränden zerstört worden war. Ein Turm des Vorgängerdoms, der Eselsturm, steht bis heute. 175 Jahre später war der Dom nutzbar und es kam zu Unterbrechungen beim Bau. Erst 1859 bis 1869 wurden die Türme vollständig ausgebaut. Heute gehört der Regensburger Dom zu den bedeutendsten Kirchen in Deutschland und ist eines der Wahrzeichen Regensburgs. Im 14. Jahrhundert verlagert sich der Handel in Richtung Nürnberg, Wien und Augsburg. Aufstände der Zünfte, die Pest und Konflikte mit den bayerischen Herzögen tragen zusätzlich zu einem Niedergang der Stadt bei. 1542 wird die Stadt protestantisch. Im Dreißigjährigen Krieg gerät die Stadt zwischen die Fronten der Schweden und der Katholischen Liga. Die Fürsten treffen sich auf Reichstagen in verschiedenen Städten im Reich, um sich über Politik zu beraten. Ab 1594 treffen sie sich nur noch in Regensburg. Als 1663 der Reichstag nicht mehr aufgelöst wird, ist Regensburg praktisch die Hauptstadt des Deutschen Bunds. Die Versammlung findet bis 1803 im Alten Rathaus statt. Dieser Zeitraum wird als immerwährender Reichstag bezeichnet. 1806 wird das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in Regensburg aufgelöst. 1809 wird Regensburg durch Napoleon erobert und Bayern zugeordnet. Statt am Hof wird 1824 ein Teil von Regensburg. 1838 wird die Stadt Hauptstadt der Oberpfalz, was sie bis heute ist. Im 19. Jahrhundert kommt die industrielle Revolution nach Regensburg. In Donaustauf wird 1831 bis 1842 die Gedenkstätte Walhalla errichtet, um bedeutende Deutsche zu ehren. Benannt wird die Gedenkstätte nach Walhall, der Halle, in die gefallene Krieger gemäß der nordischen Mythologie nach ihrem Tod kamen. Im Zweiten Weltkrieg bleibt Regensburg weitestgehend von Luftangriffen verschont. 1946 wird Regensburg mit mehr als 100.000 Einwohnern zur Großstadt. In den 1960er und 70er Jahren entstehen die Regensburger Universität und die Hochschule. Die Wirtschaft boomt und zahlreiche Unternehmen lassen sich in der Stadt nieder. 2006 wird Regensburg zum UNESCO-Welterbe erhoben und ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Über 30.000 Studierende und 150.000 Einwohner zählt Regensburg heute. Eine großartige Stadt zum Leben, Arbeiten, Studieren und Bier trinken.